Hallo, heute ist Sonntag, der 5. April 2020. Nun kommen wir endlich zum finalen Teil dieser Videoreihe zum Thema Detransition und Personen, die detransitioniert sind. Den Einstieg zur Videoreihe verlinke ich euch einfach hier in der Infoleiste, also verliere ich gar keine weiteren einführenden Worte, sondern komme direkt zum Thema. Heute stelle ich nämlich, wie schon angekündigt, endlich den Dialog in den Vordergrund. Ich habe nämlich bei meiner Recherche bemerkt, dass es da jede Menge Sachen gibt, die die detransitionierenden Personen uns gerne sagen möchten, und vieles davon fand ich so aufschlussreich und wertvoll, dass ich es gerne mit euch teilen möchte. Sie stellen nämlich sehr gute Fragen. Zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich Geschlechterdysphorie? In der Medizin gilt sie ja als Kriterium, um Menschen als trans zu diagnostizieren, und damit ist ein irgendwie geartetes Leid gemeint, was durch eine Kluft zwischen dem körperlichen Geschlecht und der Geschlechtsidentität entsteht. Also ein Leiden aufgrund von geschlechtlicher Inkongruenz. Aber welches Leiden genau ist das eigentlich? Was fällt denn alles darunter und was nicht? Und wer kann dieses Leiden eigentlich alles erleben? I think that there is not a whole lot of clarity on what this thing we call dysphoria, what that actually is. How do you want to diagnose real gender dysphoria and separate it from people who just think they have gender dysphoria? There's no way of distinguishing between children who have other psychological disorders with symptoms that could appear to be dysphoria. There's no way to distinguish. There's a lot of stuff claiming that only trans people have dysphoria, or that if you have dysphoria, it means you're trans, or that transition is the only way to actually alleviate it. And clearly that isn't always true. Ganz ehrlich, das wusste ich zum Beispiel vorher nicht, dass auch Cis-Menschen Geschlechterdysphorie erleben können. Also von denen unterscheiden wir uns nun endgültig nur noch durch unsere abweichende geschlechtliche Identität. Und die ist, wie ich ja auch schon mehrfach betont habe, eine Selbstdiagnose. An der alleine entscheidet sich also, ob für einen Menschen überhaupt eine Transition in Frage kommt oder nicht. Deswegen gibt es ja auch in Transkreisen so verschiedene Gedankenexperimente, um sich in Sachen Transition ein bisschen mehr Klarheit zu verschaffen. Aber auch hier müssen wir einige Fallstricke beachten. So one thing that I do hear a lot as a way of telling if transition is right for you is this idea that you imagine yourself as older. You know, imagine yourself 10, 20, 30 years older. And see whether you can picture yourself as a man or a woman. A lot of the time, you know, when you're dysphoric, that comes with depression, it comes with dissociation, it comes with suicidal ideation. You know, all of those things make it really difficult to envision a viable future for yourself at all. Es sieht also unterm Strich so aus, als ob wir sehr viel Gewicht auf eine Diagnose legen, die genau genommen nicht sonderlich belastbar ist. Die Behandlungsmöglichkeit dafür, also die medizinische Transition, ist im Kontrast dazu aber ein weitreichender Eingriff in den Körper, der teilweise irreparable Folgen mit sich zieht. Das führt uns fast zwangsläufig zu der Frage, wann sollte denn jemand transitionieren? I was so sure of myself, and then come to find out, it's been like 6 or 7 years now, that my motives for transitioning weren't because I had gender dysphoria, which I did suffer from dysphoria. It wasn't because I had gender dysphoria, it wasn't because I had anything other than trauma. In den ersten beiden Videos dieser Videoreihe habe ich ja bereits jede Menge Beispiele aufgeführt, wo Menschen ihre eigene Geschlechterdysphorie im Nachhinein enttarnt haben als eine Folge ganz anderer Problematiken. Und das Feld war wirklich mannigfaltig. Es kann also tatsächlich passieren, dass Menschen eine medizinische Prozedur anstreben, die ihnen eigentlich Schaden zufügen wird, weil bei ihnen was ganz anderes im Busche ist. She and I, I totally hated her at that point in my life. I thought she was like killing me by not allowing me to transition. Everyone said, yes, this is correct. Yes, you should take hormones. Yes, you should take testosterone. They didn't make a mistake. All of the professionals who did nothing to intervene, who did nothing to slow them down, they are the ones who made the mistake. How did that not raise questions for people like my parents, like? And I wish that somebody had sort of tried to stop me. Ist euch auch mal aufgefallen, wie die Leute rückblickend in den Clips sprechen? Sie scheinen im Nachhinein regelrecht enttäuscht darüber zu sein, dass sich ihnen niemand in den Weg gestellt hat, also sie praktisch nicht entmündigt worden sind. Das fällt mir deswegen so auf, weil die Leute, die gerade in Transition stecken, die schlagen den genau gegenteiligen Ton an. Sie bestehen nämlich auf ihre Mündigkeit. I think their main concern was you're clearly not in a state to decide to make such a permanent change. Das scheint mir also generell eine wichtige Erkenntnis zu sein.
Du kannst dir nur der Sachen sicher sein, die dir auch bewusst sind. Was sich dabei unbewusst bei dir abspielt, das kannst du ja gar nicht wissen. And of course this is all happening subconsciously, so I'm not aware that this is why I'm doing the things. But I do know that it's incredibly difficult to parse out when you hate your body, why you hate your body. I didn't transition, because I thought consciously that, I'm not being treated well for being female. I should escape that, or I don't want to be a lesbian. I should escape that, It would make my body issues go away. Those feelings manifested on the surface, as this disconnect, as this discomfort, as dissociation from femaleness. Die unbewussten Vorgänge der Psyche sollten also bestmöglich ergründet werden. Und deswegen sehe ich auch in den Videos von Detrans-Personen ausnahmslos Appelle dafür, eine Begleittherapie zu machen, anstatt sich direkt Hals über Kopf in eine Transition zu stürzen. I would say, try other things first. Slow down. Transition will still be an option if you try other things and you find that you've done everything and you still can't get past this gender dysphoria. The personality type of people who are trans or like want to transition, I think the personality should be examined like very thoroughly, and also like mental history. I just highly recommend wait, try everything and wait. Before you do anything that is permanent, really, really dig deep and really, really look inside and see if you're doing it for an external factor. Taking a few extra months to do intensive therapy rather than just letting somebody transition would be so helpful. If somebody truly is trans but just happens to have these personality traits, then the extra therapy could give them the opportunity to learn how to cope before transitioning. And if somebody in fact isn't trans but just has these borderline traits and doesn't know their identity, then DBT could seriously help them find out who they are. Ehrlich gesagt wird das in weiten Kreisen der Trans-Community, insbesondere in Deutschland, bereits gepredigt. Also wir müssen die Begleittherapie sowieso machen, also macht sie auch richtig und nehmt sie ernst. Und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und zu guter Letzt, da wir ja den Punkt der Mündigkeit sowieso schon angesprochen haben, möchte ich nochmal auf Minderjährige zu sprechen kommen. Da sehe ich nämlich auch ein ziemlich eindeutiges Meinungsbild bei den Detrans-Leuten, dass nämlich Minderjährige einfach noch nicht alt genug und noch nicht ausgereift genug sind, um sich in Sachen ihrer Identität bereits so nachhaltig festzulegen. But I will never, never be on board with children transitioning. I just cannot get behind that. I think that kids cannot make that big of a decision. I don't think if we don't even allow children to vote or drink or get tattoos, why would we let them take medical steps to physically change their body forever? And there's also children who have real dysphoria, but as we know statistically, the vast majority of minors with dysphoria will desist after puberty. Es gibt ja das Argument, dass junge Leute möglichst früh transitionieren sollten, weil sonst die erste, also die falsche Pubertät, irreparable Folgen auf den Körpern der jungen Leute hinterlassen würde und das Transitionsergebnis dann nicht mehr so gut werden würde. Aber ehrlich gesagt, sollten wir nicht so tun, als ob das die einzige Gefahr wäre, die den jungen Leuten blüht. Eine Fehldiagnose und unnötigerweise eingeleitete Transition, die führt schließlich unterm Strich zu demselben Ergebnis. Eine falsche Pubertät, die irreparable Folgen auf den Körpern der Personen hinterlässt. Es sollten also beide Gefahrenquellen gleichermaßen betrachtet werden. Okay, so, ich bin gleich mit dem richtig harten Zeug gestartet. Zeit, um ein bisschen durchzuschnaufen, oder? Und das Video ist übrigens noch entstanden vor der Pandemie, ne? Also wer weiß, was die Person in dem Video jetzt nach 3 Wochen Quarantäne alles auf den Taschenrechnern spielen kann. Ein Coronavirus-Witz pro Video ist erlaubt. Weiter geht's mit etwas, was zwar genauso wichtig ist, aber eher so den generellen zwischenmenschlichen Umgang adressiert. Eine Grundregel, die ja generell gelten sollte, ist die, dass wir uns einander mit Respekt begegnen sollten. Und zwar unabhängig davon, ob das Selbstbild der anderen Person uns in den Kram passt oder nicht. I know directly that the same forces that make life difficult for butch women make life hard for trans men. As both a trans man and a butch lesbian, I have been attacked for being seen as a woman who wants to be a man, for having a freakish body and breaking with gender norms.
As both a butch lesbian and a trans man, my life has been limited and threatened by misogyny, homophobia, and transphobia. Going off my own experience, I can't conceive of how making the world a freer and safer place for butch lesbians would not simultaneously make it safer and freer for trans men. Ja, ganz klar. Oder je mehr Menschen in starre Rollenbilder hineingezwängt werden, desto eher haben diejenigen, die aus diesen Rollenbildern herausfallen, das Gefühl, dass sie einfach nicht richtig sind, so wie sie sind. Von da ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zu dem Gedanken, naja, da muss ich mich wohl irgendwie verändern, um akzeptabel zu werden. Also da werden Menschen am Ende in eine Transition gedrängt, für die das gar nicht nötig gewesen wäre. Von Toleranz haben wir am Ende ja alle was. Das gilt übrigens auch in der Familie. Kinder sind nicht dazu da, um nach den Vorstellungen der Eltern geformt zu werden oder sich deren Wünschen zu unterwerfen. Wenn der Respekt an Bedingungen geknüpft ist oder die Kinder regelrecht als lästig empfunden werden, wenn sie gegen die Erwartungen verstoßen, dann ist das kein guter Umgang. I had never been more resentful of my parents in my life than like them constantly being like, when are you gonna get over this trans thing? Like, when are you gonna like just go back to being a girl? Like, I'm just so tired of this. Like, you have such pretty hair. Like, ugh. For me, the hard part was my family. I knew that once I went on testosterone, they would all address me as he, and they would all call me by my preferred name, my male name. And until I did that, I knew that they would not see me as male. I think a quote that I really enjoy is, as a parent, you're a shepherd, not an engineer. So when there's something that you don't like, or there's something that's going on, or there's something that you want for your kid, you can't force it. You can't edit your kid. You can only guide them. So it doesn't matter how bad it is or how ridiculous your kid is being, there's literally nothing you can do to change their mind. That has to come from them. And you can lead them in that direction by being loving, by being supportive. Die Botschaft gilt übrigens auch für TherapeutInnen. Also das einfache bloße Abwatschen des Themas Transidentität führt nicht dazu, dass sich die Leute selbst hinterfragen. Es signalisiert einfach nur, dass man die Anliegen der Person nicht ernst nimmt oder gerade keinen Bock drauf hat. I had been going to a therapist who tried to tell me that she didn't want me to transition, and when she told me that, I was like, fuck you, I'm not ever coming back here. He didn't like the idea of being trans. Instead of like focusing on, oh, let's explore this, it was, I don't really like this. I sort of got those feelings. And at the time I took that as, oh, well, he's not really, you know, like taking it as an offense and pushing me to go further in my quest, you know. It wasn't anything constructive. Wir bleiben mal bei sozialen Interaktionen, aber gehen mal rüber so in die virtuelle Welt. Da haben wir ja auch schon in den vergangenen Videobeiträgen so leichte Kritik an der Trans-Community gesehen, dass wir zum Beispiel sehr stark zwischen erwünschten und unerwünschten Informationen unterscheiden und die unerwünschten lieber vermeiden. Ja gut, das zählt wahrscheinlich eher zu den kleineren menschlichen Schwächen. Everything about detransitioning I saw as triggering. Okay. Because it made me doubt myself. Either detransitioners were kind of not mentioned at all, or we were kind of mentioned as this like offhand, like it's like such a small percentage of people and stuff like that, and like it just doesn't really happen, or that like, you know, people just decide it wasn't right for them or whatever, and it's like everything's fine and peachy. Was das angeht, bekenne ich mich auch schuldig im Sinne der Anklage, ja. Als ich mit der Transition angefangen habe, wollte ich von Detransition auch nichts wissen, aber das Ganze gibt es auch in weniger harmlosen Geschmacksrichtungen, also selektive Wahrnehmung, die bezieht sich nicht nur auf Perspektiven, die von außen kommen, sondern gibt es auch innerhalb der Community. Also in manchen Belangen scheint es einen regelrechten State of the Art zu geben und an den haben sich alle zu halten. So, there's definitely like a social pressure, I think, from like the trans communities, like you have to do this a certain way. I was talking about how like I worried about how I walked down the street and stuff. Yeah. You know, other little things. It's like, it's the same way. It's like trying to be trans enough. Die Erkenntnis daraus sollte eigentlich klar sein, oder? Wir Menschen sind halt alle unterschiedlich und ob und wie weit wir transitionieren, welche Schritte wir machen oder welche Schritte wir auslassen, das müssen wir am Ende alle für uns selbst entscheiden, weil am Ende geht es darum, dass wir glücklich werden und niemand anderes. Das halte ich aber ehrlich gesagt schon von jeher so auf meinem YouTube-Kanal. Also ich selbst bin ja nicht zuletzt auch ein eher untypisches Beispiel dafür, wie so eine transmaskuline Transition aussehen kann. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, dass ich das schon ganz gut mache und werde es einfach weiterhin so tun. Aber wartet, wir sind noch nicht fertig.
Jetzt kommt der endgültige Tiefpunkt. Manche Personen aus der Trans-Community sind, was den erlaubten Meinungsspielraum angeht, regelrecht martialisch drauf. Die Personen, die aus dem vorgegebenen Narrativ ausbrechen, denen droht echt Übles. And overall, there really is this sort of pervasive dynamic of you must agree with everything that we think or else you are bad. It's the same with like the complete inability to accept constructive criticism. It's become anathema to a lot of activists where you can't even say, look, I completely support trans people, but can we please have a discussion about the possibility that we may be diagnosing a few people with gender dysphoria when they may actually have another condition. If you say something that just doesn't completely go along with what the accepted reality is, then you're pretty much shunned. I've never heard of, honestly, a movement like this where like any possible inkling of like dissension to any aspect of it is like you're instantly, like I said, you're called like a TERF and you're called violent, you're banned by Twitter. Like, we need to be able to think critically. Hier wird ein Begriff genannt, der in der Vergangenheit bereits einmal genannt wurde, nämlich TERF. Das ist ein englisches Akronym für Trans-Exclusionary Radical Feminist, also Feministen, die die Identität von Transpersonen explizit nicht respektieren. Das klingt erstmal nach Personen, die wirklich verletzend auftreten, aber leider wird diese Bezeichnung auch inflationär verwendet, um Leute zu brandmarken, die einfach nur eine unbequeme Ansicht aussprechen. And again, I'm not talking about people that are hateful. Like, I'm just talking about people that disagree. Also meine Erkenntnis daraus ist, unsere Rechte zu schützen, ist gut und richtig, aber dabei die Rechte anderer aktiv zu beschneiden oder ihnen mutwillig Schaden zuzufügen, ist eindeutig der falsche Weg und hilft am Ende auch niemandem. Unterm Strich schaden wir uns doch vor allem selber, wenn wir jeden abweichenden Gedanken sofort mundtot machen. Erkenntnisgewinn, wenn er ehrlich und nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgt, kann doch nur zu mehr Verständnis führen. Wer das unterbindet, also den Aufklärungsgedanken ablehnt, der bevorzugt lieber die selbstverschuldete Unmündigkeit. Kein gutes Zeichen, wenn ihr mich fragt. Vielleicht gibt es ja unter der ein oder anderen unbequemen Idee auch irgendetwas, was uns tatsächlich helfen könnte. I get where they're coming from, because I understand what it's like to be trans, but I also think that there are definitely alternatives to dealing with gender dysphoria other than transition, and I have something to say about that. So some people don't like that. I just think that we need to be able to have these critical discussions about what exactly this thing we call dysphoria is or might be, or what kind of things might look like dysphoria. You know, are there options that work as well for transition, transition for some people? You know, are there options that might work better? Ja, klingt provokant, ich weiß. Aber vielleicht gibt es wirklich noch irgendwelche Möglichkeiten, um der Geschlechterdysphorie entgegenzuwirken. Abseits der Transition natürlich. Könnte für manche Menschen tatsächlich vielleicht helfen. Dazu müsste man erstmal davon erfahren, was schwer geht, wenn jeder Gedanke in diese Richtung immer pauschal abgewehrt wird. Stattdessen führt dieser Echokammer-Effekt nur noch dazu, dass sich die Leute gegenseitig in ihrem Selbsthass und in ihrem Körperhass nur noch bestärken. Von diesem Effekt haben wir in der Vergangenheit auch schon gehört. I was like, wow, this hating your body, not liking your presentation, not liking how you're treated, this is, and how you're viewed, this is like me. It becomes this echo chamber where, you know, a kid says, oh, I hate my body, I'm miserable, and somebody says, well, maybe you're trans. I felt that way when I was, you know, prior to transition, I felt that way. You had a lot of internalized homophobia and a lot of internalized misogyny, and your community never gave you any tools to, like, dissect that. They just enforced your feelings. Definitely. Hier müssen wir unbedingt mehr Aufmerksamkeit walten lassen. Und diesmal zähle ich mich explizit mit dazu. Uns gegenseitig in unserem Leid ernst zu nehmen und wahrzunehmen, ist eine gute Sache, aber es darf nicht darin enden, dass wir dieses Leid immer weiter aufblasen. Sonst helfen wir den Leuten nicht, aus diesem Sumpf der Dysphorie rauszukommen, sondern stoßen sie immer nur noch weiter hinein. Und wo wir gerade von Schaden an anderen Menschen sprechen, muss ich diesen Punkt ja auch noch unbedingt mitnehmen. Also manche Transpersonen sind dermaßen auf Zack, wenn es um ihre eigene Perspektive geht, dass sie dabei den Blick auf den Rest der Menschen ein bisschen aus den Augen verlieren. Teilweise sogar den Rest der Queer-Community. I also saw a lot of homophobia and misogyny. Everybody was telling me, like,
no, trans men don't experience traumatic puberty, only trans women. One example of this is the genital preference thing. I would see people get these huge waves of anonymous hate and death threats for not being attracted to someone that like doesn't fall inside their sexuality. Es wirkt manchmal auf mich so, als ob dieses mehr Leiden einer Person automatisch das Recht mit sich bringt, mehr Vorzugsbehandlungen einfordern zu können, solange bis das zu so einem regelrechten Wettbewerb wird. Und die Personen, die scheinbar weniger leiden, denen darf dann völlig rücksichtslos und ohne jedes Schuldbewusstsein konstant auf den Füßen herumgelatscht werden. Sorry, aber das hat endgültig nichts mehr mit Bestärken und mit Zusammenhalt zu tun. Damit feiern wir auch nicht Selbstbewusstsein und Gleichwertigkeit, wofür Queer Pride eigentlich stehen sollte. Damit feiern wir nur unseren eigenen Opferstatus, der eine konstante Wiedergutmachung von außen einfordert. Das hilft niemandem. At least the thought, the intention is good. You know, as happens with online spaces, and especially with communities where a lot of people are very hurt and very scared, the social dynamics can get really, really messed up. Tja, klingt ja echt ätzend, oder? Was wäre da naheliegender, als sich einfach komplett zurückzuziehen aus diesem ganzen Online-Community-Ding? Aber wir werden gleich hören, dass es so einfach auch wieder nicht ist. A lot of people ask the question of like, what can I do? Like my child, like using social media. And I know a lot of parents go about it by trying to like turn off the internet at night or like taking their phones, or that's just going to further alienate your child. Mm-hmm. You have to understand that their social media dependence and their love for social media is a coping mechanism for pain. Mm-hmm. So when you take away that coping mechanism, that increases the pain, which will increase the problem. If your child has things in their life that make them happy, that fulfill them, that will help them in a meaningful way find positivity in their life, they're not going to need social media anymore. Tja, also am Ende geht es wohl doch wieder darum, den Kindern Akzeptanz und Erfüllung und Liebe für sich selbst, für ihr Leben und für andere beizubringen. Es gibt wohl doch keine bequeme Abkürzung zum Glück, wie so oft. Tja, aber wenn jetzt die Eltern feststellen, dass sie ihren Kindern sowas gar nicht beibringen können, weil sie selber kein erfülltes Leben führen, naja, also Hilfe suchen ist kein Zeichen von Schwäche und es ist auch keine Frage des Alters. So, damit mache ich für heute hier den Sack zu, das war's. Ich hoffe, ihr konntet etwas von den Botschaften mitnehmen, die heute so genannt worden sind. Das waren ja teilweise Sachen, die nicht nur explizit an die Trans-Community gerichtet waren, auch wenn es natürlich für uns besonders interessant ist, klar. Ich habe wieder jede Menge wirklich kluge und bemerkenswerte Einsichten gehört. Ich hoffe, ihr auch. Also ich hoffe, das hat euch etwas gebracht. Die Links zu den Quellen, die ich so verwendet habe, findet ihr wie immer unten in der Infobeschreibung. Und offen gestanden, auch wenn ich sehr viel aus den Meinungen und den Perspektiven der D-Trans-Leute lernen kann, muss ich zugeben, dass mir das Thema jetzt auch langsam reicht. Also ich habe jetzt genug darüber gesagt und gesprochen, auch wenn das heute erstmal ein Video war, in dem es nur darum ging, was die D-Trans-Person der Trans-Community eigentlich sagen möchte. Ja, vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein Video, in dem ich dann zusammenfasse, was ich gerne der D-Trans-Community sagen möchte. Aber das kommt dann vielleicht irgendwann oder auch nicht, keine Ahnung. Werde ich mal sehen. Also dann macht's gut auf jeden Fall bis zum nächsten Mal mit fusseliger Zunge und selbstkritischen Grüßen, euer Kater Schnurz.